Das Thema Wassermacher, ja oder nein, bewegt ja ganz viele, denn es ist eine große Investition und du musst es natürlich an Bord erstmal einbauen können. Vor ein paar Tagen auf Sizilien, wir haben Gäste an Bord, der Hochdruckwasserschlauch vom Wassermacher platzt, der Wasserstand sinkt und wir haben bald kein Trinkwasser mehr. Was danach passiert ist, zeigt dir ziemlich genau, wie ich mittlerweile zu dem Thema Wassermacher stehe. Ich gebe dir heute ein klares Entscheidungskriterium, aber jetzt erstmal von vorne. Wir sind seit 5 Jahren mit Boot unterwegs und hatten in der ersten Zeit zwar einen Wassermacher, wir hatten ihn an Bord, aber er hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir seit mehreren Jahren einen Wassermacher und ich kann jetzt beides mal gegeneinander stellen, noch erst recht, weil uns zum Schluss der Wassermacher mal ausgefallen ist und wir dann wieder zurück müssten auf Plastikflaschen im Ausland mit Gästen an Bord. Ein Wassermacher ist eine Umkehrosmoseeinlage, die aus dem Salzwasser durch hohen Druck und Energieaufwand Süßwasser machen kann. Und die gibt es in verschiedenen Varianten, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern einfach nur auf die Frage, macht es Sinn, einen an Bord zu haben, ja oder nein? Zur Geschichte. Wir sind vor 5 Jahren mit dem vorherigen Boot, einem 39-Füßer, in Hamburg gestartet. Wir hatten bis kurz vor Porto, also bis Portugal, den Wassermacher zwar an Bord, aber nie eingesetzt. Das heißt, wir hatten 2 flexible Wassertanks mit theoretisch ungefähr 300 Liter Wasser an Bord und wir haben die jeweils in den Häfen aufgefüllt. Und das hat gut funktioniert. Wir waren zu zweit und wir haben mit dem Süßwasser hauptsächlich getrunken, gekocht und gespült. Und natürlich ein bisschen duschen. Und wir sind damit zu zweit sehr gut ausgekommen, damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Ich muss dazu sagen, ich war eigentlich immer gegen einen Wassermacher, weil ich mir gesagt habe, wozu denn? Ich kann jederzeit in den Hafen fahren und dann tanke ich und dann fahre ich wieder raus. Meine Freundin war von Anfang an dafür und hat immer gesagt, wir brauchen einen Wassermacher. Es war Corona. Wir haben ganz viele Berichte bekommen von Leuten, die vor Australien nicht reingelassen wurden und kein Wasser mehr hatten. Für die war das also ein handfestes Problem. Und deswegen hatten wir uns damals einen mobilen Wassermacher gekauft, was damals eine gute Entscheidung war, weil den haben wir seitdem schon von Boot zu Boot mitgenommen. Bis Porto waren wir fast ausschließlich in Häfen. Auch auf der Strecke bietet sich das an, das immer zu machen. Das sind eher Tagesetappen, die man dann macht. Also wir hätten keinen großen Vorteil dadurch gehabt, außer dass wir kein Hafenwasser haben, also eine andere Qualität des Wassers haben. Wenn du davon ausgehst, dass das Hafenwasser immer sauber ist und du immer dran kommst und du es gut filterst, das sind die 3 Kriterien, dann würde ich sagen, ist es gleichwertig, allerdings mit dem Nachteil, du hast natürlich die Logistik, das heißt, du musst in den Hafen rein. Wenn du vor Anker lebst, wäre das sozusagen Zusatzaufwand. Und ob der Hafen mitspielt, ist nochmal was anderes, gehe ich später drauf ein. Deswegen hätte uns der Wassermacher an der Stelle gar nicht viel gebracht. Du hast in der Nordsee noch Wasser, was dem deutschen Wasser entspricht. Das Wasser, was du im Hafen tanken kannst, mit einem gewissen Abstrich, denn du hast die Hafeninfrastruktur, das heißt hunderte von Leitungen, die unter Stegen verlegt sind und im Sommer warm werden. Das ist in Nordsee nicht so schlimm, aber je weiter du in den Süden kommst, desto kritischer wird es, weil das heißt Verkeimung und das heißt in der Folge auch, dass es verchlort wird. Und das war auch so, dass wir ab Cherbourg, glaube ich, im Ärmelkanal. Ab dann Richtung Süden war das verchlort. Das kann man zwar reinigen mit dem Aktivkohlefilter. Trotzdem ist die Qualität natürlich nicht mehr ganz die gleiche wie das deutsche Trinkwasser. Und es wird auch irgendwann möglicherweise schwierig, einen Hafen zu finden, der dir Trinkwasser gibt. Wir haben also in Porto dann unseren Trinkwassermacher in Betrieb genommen. Und ich muss gestehen, ab dann hat sich unser Leben verändert, weil in zweifacher Hinsicht. Wir haben ja vorher noch häufig im Hafen festgemacht. Entweder weil wir Trinkwasser brauchten oder weil es sowieso ein Tagesschlag war, wo am Ende ein Hafen war. Ab dann hat sich es aber verändert. Ab der Algarve gibt es ja ganz viele Ankermöglichkeiten. Das heißt, die Notwendigkeit war nicht mehr da, in den Hafen zu gehen. Und deswegen hat sich für uns die Frage gestellt, können wir uns das sparen? Weil das Geld soll ja in die gehen und nicht in Hafengebühren. Und deswegen war für uns der Wassermacher dann so wichtig und wir haben ihn in Betrieb genommen und haben festgestellt, das Leben verändert sich komplett. Denn du kannst jederzeit überall aus Salzwasser Süßwasser produzieren, vorausgesetzt du hast genug
Energie. Das mit der Energie war damals noch so ein bisschen ein Thema. Wir hatten nicht so arg viel Solarenergie, aber es hat gerade so gereicht. Das heißt, wir mussten das immer so ein bisschen timen. Alle 2, 3 Tage konnten wir Wasser machen. Das hat dann wieder gereicht. Wir haben jetzt ein anderes Boot, haben den Wassermacher mitgenommen. Das heißt, die Entscheidung für einen mobilen Wassermacher war für uns schon mal die richtige, denn sonst wäre er verloren gewesen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass wir auf den Trinkwassermacher nicht mehr verzichten möchten. Und das hat verschiedenste Gründe. Das eine ist die Trinkwasserqualität. Die ist um Längen besser als jedes Leitungswasser und du weißt vor allem, was rauskommt, denn der Wassermacher filtert ja alles raus, also jegliche Schwebeteilchen. Du hast auch nicht mehr das Problem wie zum Beispiel verkeimtes oder verchlortes Wasser aus der Hafeninfrastruktur, sondern du machst dein eigenes Wasser mit sehr hoher Qualität selbst. Und das, wann du willst, wo du willst. Du brauchst keine Infrastruktur dazu. Nur den Wassermacher, wenn er funktioniert. Wir wollten, seitdem wir den Wassermacher hatten, nie mehr zurück und das ohne Wassermacher machen. Ich habe währenddessen auch verschiedene Berichte gelesen von Leuten, die den Atlantik überquert haben mit Plastikflaschen. Das kann man natürlich machen, aber du hast eben dieses Thema, du hast Müll an Bord, den du erstmal nicht los wirst mitten auf dem Atlantik. Du hast natürlich vorher das Einkaufen, du hast den Stauraum, der wegfällt, denn es ist alles vollgestaut mit Plastikflaschen. Du hast Gewicht an Bord. Den Wassermacher kannst du immer bedarfsgerecht einsetzen. Ich habe kürzlich mit einem Freund gesprochen, der hat einen Katamaran. Der hat mir erzählt, er macht immer nur 100 Liter Wasser, weil der Katamaran so empfindlich ist. Auch beim Katamaran würde es schon mal nicht funktionieren, einfach eine halbe Tonne Trinkwasser zusätzlich zu bunkern. Oder nicht so einfach, je nach Größe natürlich. Und deswegen wollten wir auch gar nicht mehr zurück, um den Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen. Wir haben kürzlich meine Schwester an Bord gehabt. Für eine Woche hier auf Sizilien. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass der Wassermacher defekt ist. Der Hochdruckschlauch hat Wasser gespritzt und es wurde von Minute zu Minute mehr. Ich musste den Wassermacher ausmachen. Wir hatten nur noch 200 Liter Wasser an Bord, also haben wir angefangen zu rechnen, wie viel Wasser verbrauchen wir eigentlich. Wir haben über 2 Tage gemessen und haben festgestellt, pro Person und Tag 10 Liter. Das ist zugegebenermaßen schon relativ viel. Für uns bedeutete das, wir müssen Wasser sparen und wir müssen möglichst schnell uns darum kümmern, wieder Trinkwasser an Bord zu bekommen. Von diesen 10 Litern pro Tag ist fast alles auf Abspülen, Kochen und Duschen entfallen. Trinkwasser war das geringste. Trinkwasser kann man abdecken über Flaschen. Trotzdem wir ab diesem Zeitpunkt auf Trinkwasserflaschen ausgewichen sind und davon eine ganze Menge an Bord geschleppt und gestaut haben, haben wir trotzdem festgestellt, wir haben innerhalb von ein paar Tagen nur noch 50 Liter an Bord gehabt. Und das hat mir ganz deutlich gezeigt, Trinkwasserflaschen ist möglich, aber zum einen sehr mühsam und auf der anderen Seite keine Dauerlösung. Und jetzt kommen wir praktisch wieder zu dem Thema, macht doch nichts, ich fahre in den nächsten Hafen. Wir haben hier verschiedenste Häfen antelefoniert und haben gesagt, wir sind eine 14-Meter-Yacht und wollen reinkommen und wollen nur Wasser kaufen. Wir wollen nicht über Nacht bleiben, wir brauchen Trinkwasser. Geht das? Und jeder Hafen hat uns weitergeschickt. Der Hafen A hat uns zu B geschickt, der Hafen B hat uns zurück zu Hafen A geschickt. Wir sind irgendwann mit dem Schlauchboot in den nächsten Hafen gefahren. Meine Schwester kann Italienisch und haben mit dem vor Ort gesprochen, haben gesagt, so, wie sieht es denn aus, können wir Wasser haben? Und er hat immer nur mit Ja und Nein geantwortet. Also, ja, ihr könnt Wasser haben. Wo ist denn das Trinkwasserdock? Da drüben. Ich habe nichts gesehen. Er war nicht kooperativ. Wir wussten danach auch nichts mehr als vorher. Und dann haben wir halt festgestellt, eigentlich leben wir nur vor Anker. Das heißt, wir haben die ganzen Fender weggeräumt, wir müssen die Fender wieder rausräumen, wir müssen die Landleinen wieder rausräumen. Die waren natürlich alle weggepackt, weil wir keinen Bedarf haben vor Anker. Also haben wir das uns gespart, noch dazu, weil es sehr unklar war, ob wir dann wirklich Wasser bekommen in dem Hafen, was er dafür verlangt, ob der Hafen überhaupt tief genug ist, denn der hat eine Sandbank und da war es unklar, ob wir mit unserem Tiefgang überhaupt reinkommen. Und das haben wir uns also geschenkt und sind dann umgestiegen auf Trinkwasserflaschen. Und allein schon der erste Einkauf war wirklich ernüchternd. Ich hatte so einen Trolley mit, da hatte ich 2 Paletten drauf, also was sind das, 24 Kilo. Und Marion hatte auch einen Trolley, auch nochmal mit 24 Kilo. Also hatten wir 48 Liter Wasser an Bord und haben festgestellt, die gehen relativ schnell weg, nämlich 2 Liter Flaschen pro Tag für uns beide. Das heißt, so ein 6er-Pack reicht 3 Tage. Dann gehst du wieder los, bringst die alten Flaschen weg, kaufst neue. Und wir waren aber zu dritt, das heißt, das beschleunigt sich nochmal ganz deutlich. Und die Vorschiffskajüte der Boden war vollgestellt mit Trinkwasserflaschen. Ständig hast du irgendwie Plastikflaschen knistern hören, die irgendwie zusammengeknüllt wurden und Plastiktüten haben sich an Bord gestapelt, wo die leeren Trinkwasserflaschen drin waren. Und das hat mir vor Augen geführt, was man da eigentlich
eigentlich für einen Müll produziert, was es für die Logistik bedeutet. Du musst das alles an Bord bringen. Du hast ja kein Auto vor der Tür. Das heißt, du läufst durch den Ort. Trinkwasser kriegst du überall, auch zum relativ guten Preis. Aber du musst es an Bord bringen. Wenn du hohe Welle hast, dann ist das vielleicht ein Problem, weil du nicht an Land kommst. Das heißt, du musst da sehr weit vorplanen. Und jetzt funktioniert der Wassermacher wieder. Wir haben seit kurzem den Hochdruckschlauch getauscht, der kaputt war, und sind jetzt wieder zurück in unsere Wassermacherwelt. Und ich stelle fest, es ist unglaublich, dieser Qualitätsgewinn. Und wir haben in der Zeit, in der wir mit Trinkwasserflaschen hantiert haben, das Wasser extrem gespart. Und zwar überall, wo es ging, vor allem am Wäschewaschen. Wir konnten keine Wäsche mehr waschen. Wir haben eine Waschmaschine an Bord, die konnten wir nicht betreiben. Das geht jetzt wieder. Wir haben jetzt wieder genug Trinkwasser an Bord. Wir können jederzeit Trinkwasser machen. Wir können jederzeit Wäsche waschen. Wir sind wieder unabhängig. Erst recht mit der Erfahrung, dass die Leute im Hafen das Thema nicht kennen. Du lebst vor Anker und willst nur Trinkwasser haben. Das wollen die nicht. Da sind die relativ abweisend. Und wir brauchen, damit der Trinkwassertank an Land voll wird, mindestens 2 Stunden plus An- und Ablegen bis dabei über 3 Stunden. Das heißt, du müsstest das alle paar Tage oder alle paar Wochen machen, damit der Trinkwassertank wieder voll ist. Und wenn du gar nicht übernachten willst, dann ist es einfach nur Aufwand ohne Zugewinn. Wenn du ohnehin in den Hafen gehst, kein Problem, dann mach's mit. Aber dann filtere das Wasser, was du vom Hafen übernimmst. Dazu werde ich mal ein separates Video machen. Wenn du das sehen willst, dann abonniere den Kanal. Da gibt es nämlich einiges zu beachten. Ich würde davon abraten, das Trinkwasser aus südlichen Gefilden ungefiltert in den Tank zu übernehmen und ungefiltert zu trinken. Wir haben jetzt seit kurzem unseren Wassermacher wieder, und die Entscheidung, einen Wassermacher an Bord zu haben, ist uns mehrfach als gut vor Augen geführt worden. Nämlich einmal vor der französischen Kanalküste, wie wir eben gemerkt haben, die Trinkwasserqualität geht runter. Dann in Porto, als wir eben gemerkt haben, boah, wir sind total unabhängig auf einmal. Wir können, wann immer wir wollen, Wasser produzieren. Und jetzt, dieses Jahr mit dem Rückfall, der Wassermacher ist kaputt. Wir müssen mal 2 Wochen ohne Wassermacher auskommen. Deswegen, wenn du dir die Frage stellst, Wassermacher ja oder nein auf Langfahrt, meine Antwort ist eindeutig, du brauchst einen Wassermacher. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich brauche keinen Wassermacher, ich mache es mit Trinkflaschen. Jetzt habe ich dazugelernt und sage, nee, ohne Wassermacher geht es tatsächlich nicht. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, hier noch ein paar Punkte, die ich mir bewusst aufgespart habe. Kosten, Energie und Wartung. Fangen wir mit der Wartung und den Ersatzteilen an. Wie du ja mitbekommen hast, ist mir der Hochdruckschlauch geplatzt. Deswegen ist für mich das wichtigste Ersatzteil an Bord erstmal der Hochdruckschlauch, weil den kannst du schwierig vor Ort ersetzen. Was du natürlich auch noch brauchst, ist das Öl selbst für die Pumpe. Das sollte übrigens alle 300 Stunden oder einmal im Jahr getauscht werden. Und du brauchst natürlich Ersatz-Sedimentfilter, denn die setzen sich mit der Zeit, je nachdem, wo du dein Wasser filterst, zu. Die Wartung kann man übrigens sehr leicht erlernen, das kann jeder von uns. Übrigens zum Betrieb noch, so ein Wassermacher möchte spätestens alle 2 bis 3 Tage betrieben werden. Und zwar hängt das nicht mit dem Wassermacher selbst zusammen, sondern mit den Membranen. Denn das Salzwasser, was die Membranen umspült, würde ja drin stehen bleiben. Und dort sind Mikroorganismen drin, die sich natürlich auf den Membranen dann ansiedeln. Das möchte man verhindern und deswegen alle 2 bis 3 Tage benutzen oder mit Süßwasser spülen. Wenn du eine Süßwasserspülung machen möchtest, dann empfiehlt es sich, dafür eine automatische Spülung einzubauen. Die macht das dann regelmäßig alle 3 Tage, brauchst du dich nicht mehr drum kümmern, vorausgesetzt, du hast genug Frischwasser an Bord, sonst wird es natürlich nichts. Und wenn du jetzt das Boot verlässt, zum Beispiel im Winterlager, und du möchtest den Wassermacher mehrere Monate nicht betreiben, dann empfiehlt es sich zu pickeln. Das heißt, er bekommt eine chemische Spülung. Das Produkt bleibt auch drin stehen in der Membrane, in den Schläuchen und wird erst beim nächsten Betrieb wieder ausgespült. Man kann das erste produzierte Wasser nach dem Pickeln, nach dem Inbetrieb nehmen, nicht trinken, sondern muss eine Weile Süßwasser zum Putzen sozusagen produzieren, bevor man es dann später wieder trinken kann. Ihr seht, das ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss ein paar Sachen beachten, damit man lange Freude an seinem Wassermacher hat. Kommen wir zu den Kosten. Ich hatte am Anfang gesagt, so ein Wassermacher ist schon eine nennenswerte Investition. So ein Wassermacher beginnt, wenn du einen Selbstbau machen möchtest, bei ca. 2.500 €. Darunter ist also nichts zu wollen. Die kommerziellen Produkte gehen so ca. ab 3.500 € los. Wir haben einen Wassermacher, der hat damals vor 5 Jahren
5.500 € gekostet. Ich weiß nicht, was er heute kostet, aber er ist sicherlich nicht günstiger geworden. Und natürlich ist das abhängig davon, wie viel Wasser du produzieren möchtest pro Stunde. Davon ist nicht nur die Kosten abhängig, denn die Membranen sind eigentlich das Teure, sondern eben auch der Platzbedarf an Bord und vor allem der Energiebedarf. Energiebedarf, du kannst ganz grob mit 1 Amperestunde je Liter rechnen, 1 bis 2 Amperestunden je Liter. Das hängt davon ab, auf welcher Spannung dein Wassermacher läuft. Du musst natürlich ausreichend Energie an Bord haben oder produzieren können, damit du den Wassermacher längere Zeit betreiben kannst. Und zu guter Letzt, so ein Wassermacher will natürlich auch eingebaut sein, wenn ihr ihn nicht so fliegend oder halbfliegend wie wir betreiben wollt. Ihr müsst auch einen Platz dafür haben, wo ihr den einbauen könnt. Welche Modelle es gibt und wie groß die sind und was es dabei zu beachten gibt, da werde ich nochmal ein separates Video machen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne den Kanal. Zur Technik. Es gibt Wassermacher auf verschiedenen Spannungsebenen. Du kannst ein 230 Volt Gerät kaufen. Die sind meistens mit Industriebauteilen gefertigt. Deswegen relativ günstig, relativ langlebig und gut ersetzbar, weil es eben keine Einzelanfertigungen sind. Wir brauchen allerdings sehr viel Energie. Da musst du eine große Batteriebank haben und einen leistungsfähigen Wandler, um die zu betreiben. Und dann gibt es natürlich Gleichstromgeräte für 12 Volt, 24 und 48 Volt. Grundsätzlich kann man sagen, dass Wassermacher so ca. 8 bis 12 Wattstunden pro Liter verbrauchen. Es gibt auch Systeme mit Energierückgewinnung, die verbrauchen dann deutlich weniger, so um die 4,5 bis 5 Wattstunden pro Liter. Mein eigenes Modell zieht 1300 Watt bei 230 Volt und liefert dafür 140 Liter Wasser in der Stunde. Ich finde das gut, weil es schnell geht. Der Nachteil ist natürlich, ich brauche ihn gar nicht so häufig zu benutzen und das konterkariert so ein bisschen alle 3 Tage zu benutzen. So ein Wassermacher macht nicht nur aus Salzwasser Süßwasser, sondern er filtert auch verkeimtes Wasser. Viele von euch werden ja sagen, boah, in der Bucht, wenn da andere Boote liegen, was die so alles ins Wasser rauslassen, daraus will ich kein Trinkwasser machen. Du kannst unbesorgt sein. Der Wassermacher filtert alles raus. Ich kann dir ein paar Zahlen nennen. Der filtert unter anderem 99,9% der Bakterien raus. Das Trinkwasser, was du rausbekommst, egal jetzt, ob das aus dem Fluss ist oder aus einer Bucht, die nicht ganz so sauber ist, wie du dir das wünschst, das Trinkwasser selber ist hygienisch einwandfrei. Allerdings setzt sich dann natürlich der Filter schneller zu. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich brauche keinen Wassermacher, ich kann das mit Trinkwasserflaschen machen. Jetzt muss ich es revidieren. Ich würde ohne Wassermacher nicht mehr leben wollen, denn das macht den riesen Unterschied zwischen von A nach B fahren und wissen, ich muss dann und dann wieder an Land sein, um Wasser zu bunkern. Jetzt sind wir frei. Wir wissen, wir können Lebensmittel für ein halbes Jahr mitführen und brauchen keinen Hafen mehr. Deswegen ist für mich der Wassermacher ein Stück Freiheit, ein Stück Unabhängigkeit und natürlich ein Stück Autonomie. Ich will nicht mehr darauf verzichten. Was ist denn deine interessanteste Geschichte rund um das Thema Wassermacher? Schreib es mir in die Kommentare. Ich werde in einem der nächsten Videos auf das Thema eingehen, was für ein Wassermacher. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Größen, was ist für wen geeignet. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gleich den Kanal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir auch das Video an.